auf meinem Kanal CS Airsoft. Heute gibt es mal ein kleines Video über mein Waffenarsenal. Ich würde echt gern mal ein Gameplay bringen, ein schönes, aber aufgrund von Corona ist es leider nicht möglich. Wir haben in Österreich gerade Lockdown. Ich hoffe, dass sich das jetzt bald legt und ich endlich zu meiner SR25, die ich auf HPA umgebaut habe, am Feld nutzen kann. Dafür gibt es heute ein Video, wo ich meine kompletten Airsoft-Waffen zeige, alle Waffen, die ich hier habe. Die haben sich über die Jahre angesammelt, einige davon kennt ihr schon. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Die allererste Waffe ist die Classic Army M249. Ja, ist eigentlich sehr groß, sehr schwer. Will ich in Zukunft unbedingt öfter spielen. Aktuell ist sie gerade so ein bisschen im Tuning. Ich habe hier ein Drum Mag dran, Boxmagazin. Hier ein Holo-Visier drauf mit Schutz. Ja, einen Gurt, ganz wichtig bei MG, immer Gurte verwenden. Das Ding ist saumäßig schwer. Mit diesem Crytek Stock drauf. Und ansonsten, ja, das Ding ist saumäßig schwer, sehr massiv, also wirklich. Aber lang kann man nicht mit dem spielen. Also ich glaube, einen ganzen Tag halte ich nicht durch mit dem, aber so hin und wieder mal eine Runde ist ganz cool als MG. Die anderen Waffen kommen dann alle auf den Tisch, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache die hier als erstes. Und die räume ich jetzt gleich mal weg. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit den Handfeuerwaffen, also den Pistolen. Wir haben hier als allererstes die WE G17, nicht Glock 17, sondern G17, weil es kein Lizenzmodell ist. Eben in 10, das hier ist Kunststoff und der Schlitten aus Metall. Und das ist schon meine zweite WE-Waffe, ich hatte mal eine M1911. Ja, die laufen irgendwie einfach. Also bis jetzt ohne Probleme. Also meine erste Glock quasi, die ich hatte. Schauen wir mal zur Seite hier. Als nächstes habe ich hier noch meine G&G GP1911. Das ist ein klassisches M1911er Modell, nichts Besonderes eigentlich. Ich muss sagen, dass ich dieses M1911er Modell eigentlich nur deswegen habe, weil ich es auf Gunfire gratis bekommen habe. Also man kann auf Gunfire für jeden seiner Einkäufe Punkte bekommen und dadurch, dass ich so viele Punkte hatte, habe ich diese Waffe komplett gratis bekommen. Ja, das heißt, man braucht wirklich sehr viele Punkte, dass man die hier gratis bekommt. Ich habe dafür nur Versand bezahlt, 10 Euro oder so. Kostet normal so um die 110 Euro. Ist wirklich tipptopp verarbeitet. Ich habe sie noch nie im Feld ausprobiert. Wird aber demnächst wahrscheinlich schon mal passieren, dass ich die ausprobiere. Sonst kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich meine, außer dass die Fertigungsqualität G&G typisch eigentlich tipptopp ist. Als letzte Handfeuerwaffe, die ich hier habe ich hier die Tokyo Marui Glock 17. Meine neueste Handfeuerwaffe eigentlich. Ja, Tokyo Marui typisch genial gefertigt. Zwei kleine Kritikpunkte hätte ich bei dieser Waffe hier, nämlich einmal, dass der Schlitten leider nicht aus Metall ist, sondern aus Kunststoff. Er ist sehr schön verarbeitet und aus 1 Meter Entfernung erkennt man nicht, dass es ein Kunststoffschlitten ist. Aber es ist ein Kunststoffschlitten, man mag es nicht glauben. Ja, ansonsten wirklich sehr schön gefertigt, top, auch mit Original-Markings drauf und so weiter. Also hier das Glock-Logo, Glock 17, Austria, Kaliber und so weiter. Dann ist hier sogar so eine Seriennummer drin. Zweiter kleiner Kritikpunkt sind, finde ich, die Magazine. Nicht, dass sie jetzt schlecht wären, aber die haben unten keinen Dichtring. Das heißt, wenn man Gas einfüllt, geht sehr viel daneben. Finde ich ein bisschen schade, dass es hier irgendwie so ist. Ansonsten finde ich die Tokyo Marui eigentlich super. Beim Spielen ist sie genial, auch was die Gaseffizienz betrifft. Das heißt, ich habe es jetzt noch nicht bei kalten Temperaturen austesten können, weil sie relativ neu ist noch. Aber ich glaube, dass die auch bei kälteren Temperaturen mit einem angemessenen Gas auch noch sehr gut funktionieren wird. So, jetzt machen wir hier weiter mit meiner Scar L von Classic Army. Wichtig dazu ist, es ist nicht die Sportsline, weil es gibt auch Sportsline von Classic Army, sondern es ist die teurere Version. Ja, was soll ich dazu sagen? Tuning bei dem Teil ist ja ein bisschen der Horror. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Scars kennt. Das Zerlegen, was den Body betrifft und die Sicherungen hier, ist wirklich der Horror. Das Ding zu zerlegen, nein danke. Ich habe sie jetzt quasi fertig getunt. Zu dieser Scar wird auf jeden Fall noch ein extra Video folgen, was das Tuning und das Zerlegen betrifft. Ja, ansonsten äußerlich gefertigt ist sie ganz cool. Also es geht eigentlich. Kostet dann doch so um die 300 Euro. Ich weiß nicht, ob da die Preis-Leistung so passt. In meinem Setup mit dem ACOG drauf, mit der Taschenlampe, mit dem Visier, es ist saumäßig schwer. Also sie wiegt ca. 4,1 Kilo.
Das ist genauso viel wie das StG 77, also die AUK 1 beim österreichischen Bundesheer, geladen wiegt, also mit Munition. Die ist ja eigentlich ohne Munition. Das heißt, die ist wirklich saumäßig schwer. Nach dem Tuning, jetzt habe ich sie auch noch nicht am Feld ausprobiert, kommt aber, wie gesagt, wenn man endlich wieder aufs Feld gehen kann. Corona-bedingt natürlich aktuell nicht möglich. Gut, dann lege ich die mal zur Seite und dann gehen wir zur nächsten. Das nächste Modell sollte jedem, der auf meinem Kanal schon irgendwie aktiv war, ein Begriff sein. Habe ein Gunporn-Video dazu gemacht und wer mich beim Airsoft-Spielen kennt, der kennt diese Waffe bestimmt auch. Ich finde, das ist eigentlich so ziemlich das beste Airsoft-System, auch preis-leistungstechnisch, das man aktuell auf dem Markt noch kaufen kann, auch wenn sie schon ein paar Jahre alt ist. Sie ist wirklich tipptopp. Das ist die G&G SRS, gibt es in 3 Längen, SRL und SRXL. Das ist halt die ganz kurze Version. Die ist super. Kunststoff-Body, sehr hochwertig verarbeitet, Aluminium, gefrästes Keymod-System hier vorne und ECU und MOSFET gleich ab Werk verbaut. Genial. Also das Ding ist präzisionstechnisch und verarbeitungstechnisch super. Wirklich. Ich kann es jedem ans Herz legen, der ein schönes HR15 Modell will. Kauft euch die SRS oder SRXL oder SRL. Ist eigentlich egal. Aber gehört auf jeden Fall zur Combat Machine Serie, also CM16 Serie von G&G. Ja, diese Waffe habe ich wirklich auf jedem Event mit dabei als Backup-Waffe. Die funktioniert einfach immer, wirklich immer, ohne Ausnahmen. Die habe ich wirklich einfach immer mit. Eigentlich meine günstigste Langwaffe, die ich hier habe und eigentlich die beste. Mit der hatte ich am wenigsten Probleme bis jetzt. Von dem her kann ich wirklich nur empfehlen. Als nächstes habe ich hier meine Syma Shotgun, also im Airsoft-Bereich. Viele kennen Syma Shotguns, sind relativ günstig, von der Fertigungsqualität ganz gut und viele bewerben sich als Einsteigerwaffen. Bin ich nicht ganz so der Meinung, dass das eine Top-Einsteigerwaffe ist. Ich würde da wirklich zu einem M4-Modell greifen oder AR-15-Modell greifen und nicht zu einer Shotgun. Ich werde dazu, glaube ich, noch ein extra Video machen, wo ich das dann erkläre, warum ich keine Shotgun empfehlen würde. Sie macht mal Spaß zwischendurch, wenn man jetzt mal spielen will, einfach so mit dieser Shotgun. Aber wichtig, nur CQB. Also wenn ihr irgendwo im Feld, im Wald spielt, finde ich, ist es fast unmöglich, mit dieser Shotgun was zu reißen. Das sind meine Erfahrungen. Wenn jemand von euch andere Erfahrungen gemacht hat, dann bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ein paar Worte zur Syma Shotgun. Es gibt von den Syma Shotgun Modellen immer 2 Varianten. Einmal die Metallvariante, wie es hier ist, und einmal die Kunststoffvariante. Die Metallvariante kostet natürlich ein paar Euro mehr. Da habt ihr denn hier alles aus Metall gefertigt. Ich glaube, irgendwann Zinkdruckguss oder so. Nicht das hochwertigste, aber für den Preis, ich meine, das Ding kostet 80 Euro. Die Nicht-Metall-Variante kostet, glaube ich, so 50 Euro, 60 Euro. Die günstigste Shotgun kostet, glaube ich, so um die 40 Euro als Kunststoff von Syma. Also es ist wirklich ziemlich günstig. Also wenn man einfach so eine Spaßwaffe sucht, mit der man hin und wieder mal als Abwechslung spielen kann, oder auch wenn ihr eine AEG habt und ihr sagt, ja, ihr spielt eher auf CQB-Feldern und könnt die einfach mit, also ihr kauft euch die, falls eure AEG versagt, habt ihr immer noch eine Federdruck als Backup. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch die Shotgun zulegen solltet, nehmt die kurze Version. Nehmt die kurze Version. Ich habe sie gekürzt, weil sie einfach viel zu lang war. Okay. Kommen wir jetzt zum letzten Modell in meiner Sammlung. Dann sind wir eh schon am Ende angelangt, und zwar ist das hier meine G&G SR25. Die Leute, die wie gesagt meinen Kanal schon verfolgen, die werden diese Waffe sicher auch kennen. Ich habe die geunboxed, ich habe das Katera eingebaut, ist natürlich auf HPA umgebaut, das ganze Ding hier. Ja, die habe ich hier. Als Zweibein ist nur zur Deko, also wenn ich sie irgendwo hinstelle. Zum Spielen mache ich das Zweibein dann natürlich ab. Ist nur unnötig Gewicht, im Airsoft braucht man kein Zweibein. Ja, im Endeffekt eine SR25, sehr schön gefertigt, wirklich genial. Also von der Qualität her super. Ich habe hier einen anderen Schaft dran gebaut, natürlich eine Optik dran gemacht und einen Schalldämpfer. Ja, hier sind ein paar Rail-Covers, also da kann man sie wirklich gut greifen. Ich hoffe, dass ich es jetzt endlich am Feld ausprobieren kann. Wäre jetzt echt mal schön, wenn die aktuelle Corona-Lage das jetzt endlich mal zulassen würde, dass ich das Ding am Feld ausprobiere. Es juckt mich schon so in den Fingern, dass ich die jetzt endlich mal ausprobieren kann am Feld. Ja, und das war's dann auch schon. Ich werde natürlich zu eigentlich so ziemlich jeder Waffe wahrscheinlich noch ein extra Video machen, dass ihr da ein bisschen besseren Eindruck von der Waffe habt, die etwas genauer
seht. Und wenn ich sie längere Zeit getestet habe, kommt natürlich auch ein Langzeit-Review zu jeder einzelnen Waffe, wo ich dann da ein paar Sachen dazu sage. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Waffen habt, auch schon jetzt, dann bitte einfach unten in die Kommentare, was Kompatibilität, was Leistung oder was auch immer betrifft, einfach unten in die Kommentare. Dann kann ich die, wenn ich die Antwort weiß, natürlich sofort beantworten. Und im Endeffekt war es das mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Liken und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Für konstruktive Kritik in den Kommentaren bin ich natürlich auch immer zu haben. Und dann verabschiede ich mich. Ciao.